Viele glauben, dass eine Trennung nur bedeutet, dass jemand weg ist. Aber der wahre Schmerz beginnt dort, wo die Fragen auftauchen, die niemand beantwortet. Warum? War ich nicht genug? Hätte ich es verhindern können? Diese Fragen brennen wie Feuer. Sie lassen dich nachts wach liegen, drehen sich im Kreis immer wieder, bis du selbst nicht mehr weißt, was real ist und was nur in deinem Kopf existiert. Aber weißt du was? Es ist nicht nur das Fehlen der Antworten, das dich kaputt macht. Es ist der Versuch, etwas festzuhalten, das längst gegangen ist. Heute zeige ich dir 3 Dinge, die dir helfen, aus diesem Strudel herauszufinden und langsam wieder zu spüren. Es gibt einen Weg zurück zu dir, auch jetzt, wo alles so leer wirkt. Es ist wie ein endloser Film, der immer die gleiche Szene zeigt. Du spulst zurück und fragst dich, wo genau ist alles zerbrochen? Vielleicht liest du alte Nachrichten, siehst dir Fotos an und suchst nach dem Moment, an dem du es hättest verhindern können. Aber dieser Moment kommt nicht zurück. Und je mehr du ihn suchst, desto tiefer zieht es dich in den Schmerz. Ich sage dir etwas, was schwer ist, aber wahr. Manche Fragen haben keine Antwort, die dich wirklich befreien würde. Auch wenn er oder sie jetzt vor dir stehen würde und dir alles erklären könnte. Es würde den Schmerz nicht nehmen. Heilung passiert nicht, wenn wir alle Antworten kennen. Heilung passiert, wenn wir lernen, mit dem, was passiert ist, zu leben, ohne dass es uns auffrisst. Weißt du, warum es so schwer ist, loszulassen, wenn wir keine Antworten haben? Unser Gehirn ist wie ein Detektiv, der ungelöste Fälle nicht ausstehen kann. Es sucht so lange weiter, bis es eine Antwort findet, selbst wenn diese Antwort nur eine Geschichte ist, die wir uns selbst erzählen. Unser Kopf erinnert sich stärker an offene Aufgaben oder ungelöste Fragen als an das, was bereits abgeschlossen ist. Das bedeutet, solange dein Herz Warum schreit, wird dein Kopf immer wieder dorthin zurückgehen, wie zu einer offenen Akte auf dem Schreibtisch. Aber hier liegt die Falle. Manchmal gibt es keine befriedigende Antwort. Oder du bekommst einfach gar keine. Oder die Antwort würde nichts ändern. Deshalb ist der Schlüssel nicht, alle Fragen zu klären, sondern zu akzeptieren, dass es Fragen gibt, die offen bleiben dürfen. Das ist sehr schwer, ich weiß das. Aber genau dieser Schritt kann wie ein leiser Schalter sein, der in dir umgelegt wird. Wenn du merkst, dass du immer wieder nach einer Erklärung suchst, die nie kommt, sag dir selbst, ich darf aufhören zu suchen. Ich muss nicht alles verstehen, um wieder heil zu sein. Heilung heißt nämlich nicht, dass alles einen Sinn bekommen muss. Heilung heißt, dass du weiteratmen kannst, auch wenn die Antwort ausbleibt. Eine Trennung trifft den Selbstwert oft härter als alles andere. Es fühlt sich an, als würde das Gehen des anderen beweisen, ich war nicht gut genug, ich habe nicht gereicht. Doch diese Gedanken sind nicht wahr. Sie sind ein Echo deines Schmerzes, nicht die Wahrheit über dich. Weißt du, warum es so weh tut? Weil wir viel zu oft unseren Wert daran messen, wie sehr wir geliebt oder gewählt werden. Aber dein Wert war schon da, lange bevor dieser Mensch kam. Und er bleibt, auch wenn er geht. Niemand kann ihn dir nehmen, außer du selbst glaubst daran, dass du weniger bist,
weil jemand anderes dich nicht mehr will. Manchmal gehen Menschen, weil sie selbst nicht wissen, wer sie sind, weil sie sich verloren fühlen oder nicht fähig sind, tiefer zu bleiben. Und das hat nichts, gar nichts damit zu tun, ob du genug bist. Manchmal wirst du einfach nicht gesehen, obwohl du vielleicht so viel gegeben hast. Denk an eine Blume im Wald. Wenn jemand achtlos daran vorbeigeht, bedeutet das nicht, dass die Blume weniger schön oder weniger wertvoll ist. Sie blüht trotzdem, für sich selbst, für das Leben, für das, was noch kommt. Genauso darfst du dir sagen, ich bin nicht weniger wert, weil jemand meinen Wert nicht sehen konnte. Vielleicht fühlt es sich gerade an, als wärst du zerbrochen. Aber dieser Bruch ist nicht das Ende. Er ist der Anfang einer neuen Geschichte. Jeder kleine Schritt, den du für dich gehst, ein Tee, ein Lächeln zu dir selbst im Spiegel, eine innere Umarmung, die du dir schenkst, ist ein leises Ich bin da und ich bin wertvoll. Es ist einer der tiefsten Stiche, verlassen zu werden, weil da jemand anderes ist. Es fühlt sich nicht nur an, als wärst du nicht gut genug, sondern als wärst du einfach so austauschbar. Doch weißt du, was dahinter steckt? Das Verhalten des anderen sagt oft mehr über deinen Ex-Partner aus als über dich. Es spiegelt nicht deinen Wert, sondern seine Entscheidungen, seine Ängste, seine Unfähigkeit, ehrlich zu bleiben. Manchmal suchen Menschen etwas Neues, nicht weil du es ihnen nicht gegeben hast, sondern weil sie in sich selbst ein Loch spüren, das sie füllen wollen. Und dieses Loch kannst du nicht füllen. Niemand kann das. Das bedeutet nicht, dass du weniger wert bist. Es bedeutet nur, dass dieser Mensch seine eigenen Kämpfe führt, seine eigenen blinden Flecken hat. Es ist hart, das zu akzeptieren, aber es nimmt dir nicht deine Stärke, deine Einzigartigkeit. Lass dich nicht von der falschen Vorstellung täuschen, dass jemand anderes besser sein muss, nur weil er jetzt an der Seite deines Ex-Partners ist. Menschen, die gehen, sehen oft nicht das, was sie verlieren, oder manchmal erst viel später. Aber dein Weg ist nicht darauf zu warten, dass sie es merken und ob sie es merken. Dein Weg ist, dich selbst wiederzusehen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn dein Herz gegen deinen Kopf kämpft. Dein Verstand sagt, es ist vorbei, du musst weitermachen. Aber dein Herz klammert sich fest, als würdest du ertrinken, und die Gedanken kreisen. Was wäre gewesen, wenn? Doch loslassen ist kein radikaler Schnitt. Es ist eher ein Seinlassen. Doch loslassen ist kein radikaler Schnitt. Es ist mehr sein lassen. Es ist eher, als würdest du eine Faust öffnen, die so lange etwas festgehalten hat, dass sie taub geworden ist. Es passiert langsam, Schritt für Schritt. Und genau diese 3 Schritte möchte ich dir heute zeigen. Nicht als schnelle Lösung, sondern als kleine Wege, wieder Boden unter den Füßen zu spüren. Am Anfang ist der Schmerz wie ein Sturm, der einfach über dich hinwegfegt. Du kannst ihn nicht stoppen und es ist unmöglich, ihn zu begrenzen. Alles, was du fühlst, ist echt und darf da sein. Es geht nicht darum, ihn zu verdrängen oder wegzuschieben, sondern darum, ihn so zu halten, dass er dich nicht vollkommen verschlingt. In dieser ersten Phase geht es nur darum,
kleine Atemräume zu schaffen, einen bewussten Atemzug lang, einen Moment der Ruhe auf der Couch, ein paar Schritte an der frischen Luft, so wie man im Wasser lernt, mit den Wellen zu gehen, statt gegen sie zu kämpfen. Was dir jetzt konkret helfen kann: Atme mit der Welle. Wenn der Schmerz dich überrollt, atme einmal bewusst ein, dann doppelt so lange aus. Nur dieser eine Atemzug. Kein Ziel, nur das Gefühl. Ich bin hier. Entlade deine Gefühle. Schreib das auf, was gerade am meisten brennt. Nur einen Satz. Es ist, als würdest du etwas Schweres aus deinem Kopf herauslegen. Spüre deinen Körper. Drück deine Füße fest in den Boden oder leg die Hand auf dein Herz. Dieses einfache Hier bin ich gibt Halt, wenn die Gedanken dich mitreißen. Wenn die Trennung schon länger her ist, aber der Schmerz immer wieder hochkommt, kann es helfen, ihm bewusst einen begrenzten Raum zu geben. Das könnte zum Beispiel heißen, 20 Minuten am Tag, in denen du dich hinsetzt, fühlst, weinst, alles zulässt und danach die Tür zu diesem Gefühlsraum schließt. Nicht um die Gefühle zu verbannen, sondern um dir eine Pause zu schenken, damit du nicht den ganzen Tag darin verloren gehst. Hier sind noch 2 konkrete Übungen, die dir helfen können. Erstens, den Körper durch Bewegung aktivieren. Schmerz macht starr. Mach eine sanfte Bewegung. Streck die Arme. Geh für 5 Minuten barfuß durch deine Wohnung oder hinaus an die Luft. Oder bewege dich ganz sanft zu deiner Lieblingsmusik. Das bringt dich raus aus dem Kopf und zurück in deinen Körper. Zweitens, schau dir mein Video Loslassen, ohne darüber zu reden an. Da nehme ich dich mit an einen sicheren Ort, an dem du alles Schwere loslassen kannst. Du kennst das. Dein Kopf zeigt dir immer wieder die gleiche Szene. Du analysierst jedes Wort, jeden Blick, als würdest du die Vergangenheit reparieren wollen. Aber das ist wie ein Film, der nie endet. Und je länger du zusiehst, desto mehr raubt er dir die Gegenwart. Unser Gehirn liebt Erklärungen. Es denkt, wenn wir nur genug verstehen, wird der Schmerz verschwinden. Doch das stimmt nicht. Heilung kommt nicht von Antworten, sondern davon, den Film bewusst zu beenden. Schreib dir einen Satz auf, der wie eine Stopptaste wirkt. Zum Beispiel: Ich wähle jetzt einen anderen Gedanken. Jedes Mal, wenn der Film wieder startet, erinnere dich daran, du darfst weitergehen. Je mehr Aufmerksamkeit du einem Gedanken schenkst, desto größer und wichtiger wird er in deinem Kopf. Wenn du immer wieder denselben Moment abspielst, glaubt dein Gehirn, das hier ist wichtig, das brauche ich. Du machst das, was du eigentlich loslassen willst, immer präsenter. Hier hilft ein Perspektivwechsel. Stell dir deine Gedanken wie Züge vor, die am Bahnhof deines Bewusstseins vorbeifahren. Du musst nicht in jeden Zug einsteigen. Du darfst entscheiden, ihn einfach vorbeifahren zu lassen. Und wenn du merkst, dass du wieder in denselben alten Zug eingestiegen bist, dann steig aus. Geh zurück auf den Bahnsteig, atme tief durch und wähle einen neuen Zug, der dich nicht zurück in den Schmerz bringt. Das ist nicht leicht, aber mit jeder bewussten Entscheidung sendest du deinem Gehirn ein Signal.
Dieser Gedanke ist nicht mehr mein Mittelpunkt und die stetige Wiederholung ist der Schlüssel. Jedes Mal, wenn du merkst, du sitzt im falschen Zug, immer wieder. So beginnen neue Pfade, die dich Stück für Stück aus der Schleife holen. Es geht nicht darum, jetzt sofort wieder voll ins Leben zurückzuspringen oder weit in die Zukunft zu denken. Dieser Gedanke setzt dich nur unter Druck. Stattdessen geht es um kleine, sanfte Schritte. Frag dich immer wieder, was kann ich jetzt tun, damit es mir ein kleines bisschen besser geht? Vielleicht ist es nur eine warme Decke, ein Tee, 5 Minuten Stille, ein Blick aus dem Fenster, der dich daran erinnert, dass die Welt weitergeht. Diese Minischritte sind wie kleine Anker im Sturm. Der einzige Schritt, den du kennen musst, ist dein nächster Schritt. Immer nur der nächste. Das reicht. Mit jeder bewussten Handlung, und sei sie noch so klein, zeigst du dir selbst, ich bin da. Ich kümmere mich um mich. Das ist der Weg zurück in die Stärke. Ein Atemzug, ein Moment nach dem anderen. Vielleicht fühlt es sich gerade an, als würdest du in einem schwarzen Loch versinken. Du kannst kaum atmen, alles wirkt endlos dunkel und du fragst dich, ob das jemals aufhört. Ich verstehe das. Wenn man mitten in diesem Schmerz steckt, ist es fast unmöglich zu glauben, dass es leichter werden könnte. Aber auch dieser Schmerz ist ein Prozess. Er verändert sich. Nicht immer schnell. Nicht immer so, wie wir es uns wünschen. Doch er bewegt sich, selbst wenn du es gerade nicht siehst. Du musst nicht alle Antworten haben. Du musst nicht wissen, warum es passiert ist, warum jemand gegangen ist. Dein Weg zurück beginnt nicht mit einem großen Schritt, sondern mit dem Moment, in dem du aufhörst, die Vergangenheit immer wieder festzuhalten und stattdessen spürst, ich bin hier, ich atme, ich lebe. Vielleicht hast du das Gefühl, zerbrochen zu sein, aber manchmal ist das, was wir Zerbrechen nennen, nur ein Aufbrechen, ein Raum, der sich öffnet, damit etwas Neues entstehen kann, etwas, das stärker, echter und weicher ist als alles, was du bisher warst. Welcher dieser 3 Schritte fühlt sich für dich gerade am wichtigsten an? Schreib es mir in die Kommentare. Vielleicht hilfst du damit auch jemand anderem, der sich gerade genauso fühlt wie du. Und wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like von dir. Schön, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal.